In diesem Video will ich die IdeaCam S1 Pro Webcam von Bank unter die Lupe nehmen, beziehungsweise auch Dinge mit der Webcam unter die Lupe nehmen. Die Kamera kommt nämlich unter anderem mit einer 15-fach Zoomlinse und Beleuchtung, um hochauflösende Makroaufnahmen zu machen. Wie dieses und noch einige weitere Features funktionieren und ob die Webcam hält, was sie verspricht, seht ihr im folgenden Video. Beim Auspacken finden sich auf der Box bereits die wichtigsten Features. Besonders interessant finde ich dabei den automatischen Wechsel in den Dokumentenkameramodus, den Makromodus und die Geräuschreduktion durch künstliche Intelligenz. Beim Auspacken finden wir zunächst etwas Papierkram und unter einer Abdeckung dann direkt die Webcam mitsamt Zubehör. Die Verpackung macht hier einen sehr hochwertigen Eindruck, was zum Preis der Webcam auch gut passt. Unter einer weiteren Abdeckung ist dann noch die Fernbedienung mit Batterien und Funkstick versteckt. Dieser Teil würde bei der Nicht-Pro-Variante wegfallen. Hier seht ihr nun nochmal einen Überblick über den gesamten Lieferumfang. Bei der Fernbedienung müssen wir nun zunächst noch den magnetischen Deckel abnehmen und die Batterien einlegen. Hier findet sich auch Platz, um den Funkstick zu verstauen. Bei der Webcam selbst und der Makrolinse können wir nun die Schutzfolien abziehen. Sowohl die Linse als auch die Abdeckung können magnetisch an der Webcam angebracht werden. Die Webcam selbst kann dann einfach auf die Halterung gesteckt werden. Bei den Features beginnen wir mit der Montage. Hierzu kann einfach die Halterung auf den Monitor oder in meinem Fall auf das Laptop aufgesetzt werden. Anschließend lässt sich die Webcam einfach aufstecken und auch ohne extra Software mit den meisten Features benutzen. Alternativ kann die Webcam auch durch das genormte Gewinde auf fast alle Tripods oder ähnliches montiert werden. In dem Zug habe ich auch direkt mal versucht, die Kamera auf meine genormte Webcam-Halterung am 3D-Drucker zu montieren und das hat gut funktioniert. Im Sinne von Plug and Play hatte ich auch weiter keine Probleme, sogar am 3D-Drucker wurde die Kamera direkt erkannt. Das Bild ist hier nicht ganz so gut, das liegt aber an zu dem Zeitpunkt schlechten Lichtverhältnissen und einer in den Druckereinstellungen reduzierten Qualität. Für den Makromodus kann die Webcam einfach von der Halterung genommen und mit der Linse ausgestattet werden. Anschließend schaltet man mit einem Knopf an der Webcam das Licht an und man hat die perfekte Belichtung und durch die Linsengröße auch den optimalen Abstand für Nahaufnahmen. Mehr dazu sind wir gleich noch im Test. Als letztes Feature gibt es noch den Dokumentenkameramodus, der das Bild automatisch spiegelt, wenn die Kamera nach unten schaut. Auf diesen und einige weitere Kleinigkeiten in der dazugehörigen Software gehe ich gleich etwas genauer ein. Für meinen nächsten Test habe ich die Webcam auf einem Tripod montiert und an meinen Laptop angeschlossen. Daneben steht auch schon mein 3D-Drucker für Noise-Cancelling-Tests bereit. Damit ihr einen besseren Eindruck der Qualität erhaltet, werde ich nun auf den Laptop-Bildschirm wechseln und den Ton vorerst mit dem Webcam-Mikrofon aufnehmen. So, an der Stelle können wir jetzt anfangen mit der Webcam weiterzuarbeiten. Ich habe mich ab jetzt auch über das Webcam-Mikrofon, einfach nur, dass wir hier gleich noch ein bisschen Audiotest mit reinhauen können. Ich kann das einfach in meiner Kamera-App unter Windows auf die Kamera switchen. Das ist kein Problem, die funktioniert Plug and Play direkt so. Und für weitere Features brauchen wir dann eben die Inspire-App, die dann noch ein paar extra Sachen erlaubt. Genau, auch die Möglichkeit, dass wir jetzt sagen, wir gehen nach unten und ich schalte automatisch um. Das ist eines der großen Features dieser Kamera, dass sie mehr oder weniger als Dokumentenkamera dienen kann. Können wir einfach in dieser App benutzen, also dass es ein Feature, das direkt an der Kamera ist und nicht irgendwie softwaretechnisch auf dem PC läuft. Genauso können wir auch einfach die Vergrößerungsfunktion mit dieser Lupe benutzen. Das heißt, ich nehme die Webcam einfach vom ganzen Ding ab. Ganz kurze Info, an der Stelle hat die Linse das Mikrofon abgedeckt, daher habe ich hier das Mikrofon gewechselt. Immer wenn oben rechts im Bild Webcam-Mikrofon steht, dann hört er mich über die Webcam. Mach die Lupe hin und drücke jetzt außen auf den Knopf, um das Licht anzuschalten. Dann kann ich mit perfekter Beleuchtung und dem richtigen Abstand einfach irgendwelche Texte genauer anschauen. Weiterhin gibt es auf der Webcam hier noch einen Freeze-Button, der funktioniert jetzt leider nicht, dafür brauchen wir die richtige Software. Das heißt, ich baue die Webcam mal kurz einmal nochmal zurück und wir wechseln hier mal das Programm. Und hier sind wir jetzt in der entsprechenden anderen Software. Das erste, was ich hier mache, ist, ich kann in den Bildeinstellungen nochmal statt an 6 Megapixeln die vorigen 8 Megapixel ausnutzen, um dann ein Seitenverhältnis von 4:3 zu haben. Das machen wir jetzt einfach mal, dass wir einfach alles sehen. Zurück in der Software. Hier haben wir einige Tools und wir haben auch nochmal, kann ich jetzt super hier zeigen, oder mit der Kamera. Ich habe hier auch nochmal diesen Controller.
Das ist eine Sache, die bei der Pro Webcam dazukommt, die bei der normalen Variante nicht kommt. Wir haben hier die Pro Variante. Und dieser Controller kann einige Funktionen. Natürlich müssen wir uns zuerst mal verbinden. Leider ist es hier so, dass wir nochmal einen zweiten USB-Stick im PC verbinden müssen, den man aber immer drin stecken kann. Anstatt dass er gleich mit der Webcam kommuniziert, wäre meiner Meinung nach etwas besser gewesen. Und jetzt seht ihr, ich kann ja außen drehen, um zu zoomen. Was wir noch machen können, ist, ich habe hier so eine Freeze-Taste, ich drücke mal drauf, ihr seht, dass ich mich bewege, geht es wieder weiter. Wir können hier einmal muten, das ist interessant für Videoaufnahmen über diese App. Wir können zwischen Auto und manuellen Fokus hin und her schalten und wir können auch hier fokussieren und setzen den Fokus auf der Mitte des Bildes neu. Und in der Mitte machen wir logischerweise ein Foto, das dann direkt gespeichert wird. So viel zur Fernbedienung. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen in den Aufnahmemodus reingehen. Den Vorteil, den wir jetzt mit der Fernbedienung haben, ist, und im Tool, wir können einfach nochmal weiter reinzoomen, um uns das Zeug ganz genau anzuschauen. Ich fokussiere mal nochmal neu und dann seht ihr wirklich gestochen scharfe Bilder, obwohl wir jetzt in der höchsten Zoom-Stufe mit dem Objektiv dran sind. Das finde ich schon echt beeindruckend, das funktioniert richtig gut. Ich schließe an der Stelle jetzt einfach mal kurz das Bild, dass wir uns die anderen Tools anschauen können. Und zwar haben wir einmal die Möglichkeit mit dem Herrscher, also Lineal eigentlich, Ruler falsch übersetzt, haben wir ein paar Tools, um hier Distanzen zu messen. Das ist für diesen Nahaufnahmemodus gedacht, wo wir einfach dann Millimeterangaben haben. Nachdem wir hier immer den konstanten Abstand von Kamera und Objekt haben, funktioniert das ganz gut. Die anderen Tools, gut, man kann jetzt noch zeichnen. Das ist auch eine Sache, wenn ich zoome, geht das wieder weg, ansonsten bleibt es da, bis man es löscht. Ansonsten interessant ist vielleicht auch noch, dass man manuell fokussieren kann. Ich kann jetzt hier reingehen und sagen, okay, ich will doch manuell dran arbeiten. In den meisten Fällen ist man mit dem Autofokus aber echt ganz gut dabei. Mit der manuellen Auswahl können wir jetzt manuell versuchen, hier eine Korrektur anzuwenden. Das war einfach eckige Objekte wieder eckig aussehen lassen, dass der das entzerrt. Die haben wir jetzt gerade direkt draufschauen. Das heißt, wir können hier irgendwie einen Rahmen drumlegen, wir können das auch noch enger, genauer machen. Das reicht jetzt aber schon mal knapp zur Demo und dann sehen wir, das Ding ist jetzt viel gerader. Ich kann auch ganz normal damit arbeiten, kann das bewegen, der merkt sich einfach dieses Fenster und das sieht jetzt wirklich so aus, als würden wir direkt von oben drauf schauen. Als letzten Test wollen wir noch das Noise Cancelling testen. Hierzu habe ich meinen Drucker schon mit maximaler Lüftung gestartet und ihr hört jetzt einmal, wie es sich mit einer anderen Kamera ohne Noise Cancelling anhört. Im Gegensatz dazu hören wir das Ganze jetzt nochmal aus der Sicht der Kamera. Bei einer etwas leiseren Lüftereinstellung hört sich das wie jetzt an. Hier ist die Qualität schon deutlich besser. Schlussendlich ist anzumerken, dass das Noise Cancelling direkt in der Kamera, also auch im Sinne von Plug and Play, ohne zusätzliche Software funktioniert. Meine Tests waren hier sehr extrem, für normalere Anwendungsfälle funktioniert das Ganze sehr gut. Bei der Bildqualität liefert die Kamera ganz gut ab. Solange die Lichtverhältnisse in Ordnung sind, gibt es hier wie zu sehen wenig auszusetzen. Wird das Licht allerdings wie hier gezeigt schwächer, so ist im Bild ein Rauschen zu erkennen. Für schlecht beleuchtete Orte ist die Webcam also nicht geeignet. Ganz anders sieht es bei der Makrofunktion aus. Hier sorgt die Beleuchtung an der Kamera für eine optimale Belichtung. Wie gerade zu erkennen, gibt es allerdings an den Rändern eine geringe Verzerrung. Gestochen scharfe Bilder sind allerdings auch mit Objektiv und maximaler Zoomstufe überhaupt kein Problem. Bevor ich zum Fazit komme, würde mich auch eure Meinung zur Webcam sehr interessieren. Schreibt es mir also sehr gerne jetzt in die Kommentare. Zuerst die Dinge, die mir nicht so gut gefallen haben. Gegen die Kamera spricht, dass gute Lichtverhältnisse nötig sind, um das Maximum aus ihr herauszuholen. Weiter sind 2 USB-Ports notwendig, wenn man Kamera und Fernbedienung gleichzeitig anschließen will. Das hätte man bestimmt eleganter lösen können. Was mir hier noch aufgefallen ist die Verbindung zwischen PC und Fernbedienung, die manchmal abbricht. Dann muss man den Stick aus- und wieder einstecken, dass wieder alles geht. Als letzten kleinen Kritikpunkt habe ich noch die Verzerrung an den Rändern bei Makroaufnahmen. Das sehe ich allerdings als eher kleines Problem, das auch einfach mit einem Software-Update zur Entzerrung gelöst werden könnte. Sehr gut gefällt mir an der Webcam die gute Qualität bei richtiger Belichtung. Auch den Dokumentenkameramodus finde ich nützlich und es kann gut sein, dass ich den in Zukunft auch beim Videodrehen nutzen kann. Die Makroaufnahmen sind, denke ich, der Hauptverkaufspunkt der Kamera. Diese sind wirklich gestochen scharf und machen Dinge sichtbar, die man mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Zuletzt funktioniert auch das Noise Cancelling ganz gut. Besonders toll finde ich hier, dass der Hersteller voll auf Plug and Play gesetzt hat. So braucht man für das Umschalten auf die Dokumentenkamera und das Noise Cancelling keine extra Software, weil alles direkt an der Kamera erledigt wird. Insgesamt handelt es sich bei der Bank Idealcam S1 Pro meiner Meinung nach um eine solide Kamera, die mit vielen kleinen Features punktet.
Aufgrund des Preises von aktuell 190 € kann ich sie allerdings leider nur dann empfehlen, wenn die besonderen Features auch Verwendung finden. Wer die Kamera nur als Webcam verwenden will, dem kann ich stattdessen die preiswertere Logitech C920 Pro Webcam empfehlen. Beide Webcams sind natürlich in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch mit dem Video weiterhelfen oder etwas Interessantes zeigen konnte. Wenn ja, dann lasst einen Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen, und dann sieht man sich bald wieder.